Wenn du deine BWA jeden Monat von deinem Steuerberater bekommst, das PDF kurz aufmachst, nichts verstehst und dann die E-Mail einfach wieder archivierst, oder wenn du selbst deine Buchhaltung machst und noch nie in den Reiter Auswertungen oder BWA geklickt hast, dann verlierst du jeden Monat die wichtigsten Informationen über dein Unternehmen. Und wahrscheinlich hat dir auch noch nie jemand wirklich im Detail erklärt, wofür das eigentlich da ist, wie man das Ganze liest und so weiter. Und deswegen schauen wir uns in den nächsten Minuten einfach mal zusammen eine echte BWA an und ich zeige dir, welche Zahlen wirklich wichtig sind, welche du ruhig ignorieren kannst und warum dein Gewinn am Monatsende gar nicht das ist, worauf du als erstes schauen solltest. Doch fangen wir mit den Basics erstmal an. BWA steht für betriebswirtschaftliche Auswertung. In manchen Buchhaltungstools heißt der Menüpunkt nicht BWA, sondern irgendwie Monatsreport oder auch einfach Auswertungen. Gemeint ist im Kern eigentlich immer das Gleiche, und zwar deine unterjährige Gewinnermittlung. Vielleicht, damit du das Ganze für dich einordnen kannst, du machst als Selbstständiger ja einmal im Jahr deine Steuererklärung. Und im Rahmen dieser Steuererklärung machst du deine Einnahmenüberschussrechnung. Und diese Einnahmenüberschussrechnung, das ist eine Anlage in deiner Einkommensteuererklärung. Das heißt, du trägst dann die Zahlen aus deiner Einnahmenüberschussrechnung in die Anlage EÜR ein und damit meldest du quasi deinen Gewinn, deine Umsätze und so weiter im Rahmen der Einkommensteuer an das Finanzamt. Das ist dann auch die offizielle Berechnung deines Jahresergebnisses für das Finanzamt. Eine BWA ist im Kern eigentlich genau das Gleiche, nur innerhalb eines Jahres mit dann natürlich deutlich aktuelleren Zahlen. Sie zeigt dir also Monat für Monat, wo du eigentlich gerade wirtschaftlich stehst. Und das ist auch genau der entscheidende Punkt, den viele übersehen. Eine BWA ist nicht dein Kontostand. Viele Selbstständige agieren oder steuern ihre Selbstständigkeit basierend auf ihrem Kontostand. Es wäre viel sinnvoller, dass Sie regelmäßig Ihre BWA anschauen. Das heißt, sie ist auch kein Cashflow-Report, sondern sie zeigt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit deines Unternehmens. Auf deinem Konto kann viel Geld liegen, weil dich vielleicht 3 Kunden gleichzeitig bezahlt haben und gleichzeitig zeigt deine BWA jeden Monat einen Verlust an. Umgekehrt kann die BWA einen schönen Gewinn ausweisen, dein Konto ist aber komplett leer, weil deine beiden größten Kunden schon seit Monaten nicht bezahlen. Das heißt, eine BWA zeigt dir, was du wirtschaftlich tatsächlich verdient hast, unabhängig vom Zahlungszeitpunkt. Sie zeigt dir nicht, wie viel Cash du gerade zur Verfügung hast. Das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Sichtweisen auf dein Unternehmen. Und ich möchte auch gar nicht sagen, dass das eine wichtiger ist als das andere. Es ist beides wichtig und du solltest auch beides im Blick haben. Aber wozu ist diese BWA denn eigentlich? Und es gibt im Wesentlichen eigentlich 2 Gründe, warum du dich mit deiner BWA beschäftigen solltest. Das erste ist deine Außenkommunikation. Wenn du irgendwo einen Kredit beantragst, dich um eine Wohnung bewirbst, du einen Leasingvertrag abschließen möchtest oder von mir aus auch, wie ich vor einiger Zeit, Elterngeld beantragen möchtest, dann musst du irgendwie dein Einkommen nachweisen. Und Angestellte haben da dann ihre Gehaltsabrechnung und müssen in der Regel die letzten 3 Gehaltsabrechnungen einreichen. Du als Selbstständiger, du hast keine Gehaltsabrechnung, du hast aber deine BWA und das ist quasi dein Einkommensnachweis, falls irgendjemand mal wissen möchte, wie viel du denn eigentlich verdienst. Da reicht denn die Steuererklärung von vor 1 oder 2 Jahren meistens nicht aus. Und der zweite Grund, warum die BWA für dich wichtig ist deine interne Steuerung. Du willst ja wahrscheinlich auch irgendwann mal unterjährig wissen, wie läuft es eigentlich bei mir gerade? Wie entwickelt sich der Umsatz? Wie verändert sich mein Gewinn? Gibt es eventuell Kostenpositionen, die aus dem Ruder laufen? Gerade jetzt mit irgendwelchen KI-Tools, wo man nach Tokens bezahlt. Das ganze Geld geht immer schön von der Kreditkarte runter. Aber wie behältst du da eigentlich eine Übersicht? Und genau das siehst du in deiner BWA. Und ohne diese Zahlen und diese Informationen triffst du gegebenenfalls unternehmerische Entscheidungen im Blindflug. Wichtig dabei ist allerdings, die BWA ist kein offizielles Dokument. Es kann ja durchaus sein, dass du jetzt eine Rechnung schreibst, die taucht in der BWA aus und dann beschwert sich dein Kunde und dann reduzierst du die Rechnung und dann reduziert sich damit natürlich auch dein Umsatz nachträglich irgendwie wieder. Das heißt, eine BWA ist nicht so verbindlich wie beispielsweise ein Steuerbescheid. Und es gibt auch kein gesetzlich vorgeschriebenes Format, wie jetzt eine BWA auszusehen hat. Aber weil in Deutschland fast alle Steuerberater mit der DATEV arbeiten, ist die DATEV
BWA so das, was die allermeisten Ämter, Behörden, Vermieter und so weiter kennen. Das heißt, wenn du irgendwann mal eine offiziellere Variante brauchst von deiner BWA, zum Beispiel für einen Kreditantrag oder fürs Elterngeldamt und so weiter, kannst du einen Steuerberater bitten, das entweder noch einmal quasi in Datev einzuspielen und zu exportieren oder aber auch einfach mit Stempel und Unterschrift zu versehen, um das Ganze irgendwie so ein bisschen offizieller zu machen. Und dann wird mit dieser BWA nach außen hin bestätigt, dass die Zahlen so stimmen. Banken fragen das durchaus regelmäßig an und das ist auch ein völlig normaler Vorgang und jetzt auch erstmal nichts Unseriöses. Und damit schauen wir uns einfach mal eine echte BWA an. Und weil die Datev BWA so das übliche Format ist, was man in Deutschland kennt, weil, wie gesagt, wahrscheinlich 80-90% der Steuerberater in Deutschland mit Datev arbeiten, ist diese Optik ehrlicherweise am bekanntesten und deswegen gehen wir einfach mal gemeinsam durch eine Datev BWA durch. Wir sehen hier eine typische Datev BWA, also eine kurzfristige Erfolgsrechnung. Das wirkt auf den ersten Blick erstmal unglaublich überfrachtet, aber wenn du weißt, worauf du schauen musst, dann wird das Ganze ziemlich schnell einfacher. Vielleicht erstmal zu den Spalten. In der ersten Spalte steht die Bezeichnung, also worum geht es eigentlich in der entsprechenden Zeile. Und in der zweiten Spalte steht dann der ausgewählte Zeitraum, in dem Beispiel jetzt der März. Das heißt, hier sehen wir alle Zahlen, die sich nur auf diesen einen März beziehen. Und danach kommt noch eine Reihe von Prozenten und so weiter. Da werden so bestimmte Positionen irgendwie ins Verhältnis gesetzt. Zum Beispiel hier ist die Gesamtleistung 100% und der setzt sich zusammen aus Umsatzerlösen und so weiter. Das ist ehrlicherweise meistens nicht so wahnsinnig wichtig und das kannst du ehrlicherweise auch überspringen oder einfach ignorieren. Spannend wird diese Spalte, das sind nämlich die kumulierten Jahreszahlen. Also hier in dem Beispiel jetzt die Zahlen zwischen dem 1. Januar und dem 31.03., also Januar bis März. Hier siehst du also, was in dem gesamten bisherigen Jahr passiert ist. Das heißt, jede einzelne Position aufaddiert. Und genau das ist meiner Meinung nach super spannend, wenn du einen einzelnen Monaten vergleichst mit dem kumulierten Jahr. Das heißt, hier siehst du relativ schnell, ob bestimmte Positionen vollkommen aus dem Rahmen laufen. Also wenn die Kosten jetzt deutlich höher sind oder der Umsatz niedriger ist oder auch mal positiv formuliert, der Umsatz in dem einen Monat viel besser war als in den bisherigen Monaten. Das Ganze kannst du dann für jede einzelne Zeile machen und genau durch die wollen wir jetzt einmal durchgehen, denn da steht auch wahnsinnig viel Wichtiges drin und damit kommen wir zur ersten Zeile, die ist relativ selbsterklärend und zwar ist das dein Umsatz. Also wie viele Rechnungen wurden tatsächlich gestellt? Nicht bezahlt, sondern tatsächlich gestellt. Das ist in dem Fall hier jetzt 217.988,16 €. Wenn du in deinem Geschäftsmodell Waren oder Material weiterverkaufst, also zum Beispiel wenn du handelst, dann steht darunter dein Material- und Wareneinkauf. Und den ziehst du dann von deinem Umsatz, also von deiner Gesamtleistung ab und dann landest du beim Rohertrag. Der Rohertrag ist hier in dem Beispiel 116.000,34 €. Das ist schon mal deutlich aussagekräftiger als einfach nur der reine Umsatz, denn ein E-Commerce-Unternehmen macht natürlich viel schneller Umsatz als zum Beispiel ein Berater oder ein Freelancer, hat dafür aber Wareneinkauf. Das heißt, hier wäre es viel spannender, wenn man zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle miteinander vergleicht, dass man den Rohertrag miteinander vergleicht und nicht den Umsatz. Wenn ich mir so einige Werbevideos anschaue im Internet, dann erzählen immer alle nur was vom Umsatz und nicht über den Rohertrag. Dabei wäre das Ganze viel aussagekräftiger. Wenn du reiner Dienstleister bist, dann passiert hier oben ehrlicherweise relativ wenig. Dann ist ganz häufig dein betrieblicher Rohertrag mehr oder weniger dein Umsatzerlös. Das heißt, du hast hier schon ganz viele Zeilen, aber es passiert nicht wirklich was. Und von dem betrieblichen Rohertrag gehen dann alle Kosten runter, die du brauchst, um dein Unternehmen zu betreiben. Das heißt, Personal und Werbung und Versandkosten und Abschreibungen und den ganzen Kram, den findest du hier als großen Block unter Kostenarten. Sehen wir auch Personalkosten, Raumkosten, betriebliche Steuern. Ganz, ganz wichtig, hier geht es nicht um die Einkommensteuer, hier geht es auch nicht um die Gewerbesteuer oder die Körperschaftssteuer. Hier geht es wirklich nur um die Steuern, die auch absetzbar sind als Betriebsausgabe. Die anderen Steuern, die berechnen sich anhand des Gewinns und die kommen weiter unten in der Berechnung. Hier geht es quasi um die Steuern, die man im laufenden Betrieb
auch als Betriebsausgabe absetzen kann. Versicherung und Beiträge, Kfz-Kosten, Werbekosten, Reisekosten und so weiter. Das heißt wirklich all das, was man laufend braucht. Hier sieht man auch jeweils die Struktur und hier finde ich tatsächlich die Prozentsätze manchmal ganz spannend, weil hier natürlich auch die Struktur von jedem einzelnen Geschäftsmodell und der Branche, in der du tätig bist, teilweise extrem voneinander abweichen. Also wenn du zum Beispiel Beratung anbietest oder eine Dienstleistung ausübst, dann hast du in erster Linie Personalkosten. Also wir in unserer Steuerberatungskanzlei haben in erster Linie Personalkosten, weil wir ein Beratungsunternehmen sind und da ist quasi der Wert, den wir haben, die Zeit und die Expertise unserer Mitarbeiter. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Wenn du als Einzelunternehmer tätig bist, dann steht hier unter Personalkosten nicht dein eigenes Gehalt, weil wenn du als Einzelunternehmer selbstständig bist, dann steht dir der Gewinn, also das, was hier ganz unten steht, zu und davon lebst du. Du hast kein Gehalt. Gehalt zahlst du deinen Mitarbeitern. Wenn du eine GmbH hast, dann ist dein eigenes Gehalt aber eine Kostenposition, die hier unter Personalkosten stehen würde. Das unterscheidet zum Beispiel auch die Rechtsformen untereinander. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Dienstleistung oder ein Beratungsunternehmen nehme, das in erster Linie Personalkosten hat und das vergleiche mit einem Unternehmen, das Ferienwohnungen über Airbnb vermietet, dann sind bei diesem Geschäftsmodell die Raumkosten natürlich erheblich viel höher. Relativ logisch, aber hier finde ich tatsächlich die Vergleiche schon ganz spannend und auch bestimmte Kosten ins Verhältnis zu setzen. Weil bei einem Vermietungsunternehmen finde ich es zum Beispiel schon sehr spannend, die Raumkosten ins Verhältnis zu setzen zu den Umsatzerlösen. Das wird jetzt zum Beispiel in der Steuerkanzlei überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Deswegen mache ich es auch nicht laufend in meinem Alltag. Und all diese Kosten, die werden zusammengerechnet und dann sieht man hier die Position Gesamtkosten. Das heißt, das sind die gesamten Kosten, die im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs anfallen. In dem Fall 96.803 Euro. Und das ziehe ich dann ab vom Rohertrag. Und da sehen wir dann, dass aus den 116.332 Euro ganz schnell 19.528 Euro werden. Das ist dann das Betriebsergebnis. Und in dieser Zeile kann man auch tatsächlich schon von Gewinn sprechen. Das ist noch nicht zwingend das, was wirklich am Ende auch in deiner Tasche landet, aber das ist quasi die erste Position, die man Gewinn bezeichnen kann. Wenn du jetzt mit Finanzierungen arbeitest, gerade bei größeren Unternehmen ist das normal, dass hier nochmal so ein Finanzergebnis dazu kommt. Das heißt, die weiteren Zeilen, da geht es quasi um deine Zinseinnahmen und deine Zinsausgaben, Finanzierungskosten und so weiter. Das ist ehrlicherweise bei den meisten kleinen Unternehmen und Selbstständigen null. Deswegen wird in deinem Fall wahrscheinlich das Betriebsergebnis gleich dem Ergebnis vor Steuern sein. Und das Ergebnis vor Steuern ist dann tatsächlich der sogenannte Vorsteuergewinn. Aber der gehört dir ja auch nicht, weil du musst ja auf den Gewinn Steuern bezahlen. Und diese Steuerberechnung braucht ja auch eine Grundlage. In dem Fall wird die Steuerlast berechnet auf diesen 16.192 Euro. Wichtig, die Steuerlast wird natürlich nicht monatlich berechnet. Wie ich schon gesagt habe, für die Steuerberechnung wird das Ergebnis des ganzen Jahres genommen und auf das Jahresvorsteuerergebnis wird dann die Einkommensteuer, die Gewerbesteuer, gegebenenfalls die Körperschaftssteuer berechnet und dann gibt es eine Steuerlast. Rein praktisch zahlst du aber quartalsweise, zum Beispiel im März. Und das sehen wir auch, dass von diesen 16.192 Euro in dem Beispiel 14.269 Euro an Steuern runtergeht. Das heißt, da ist die Steuervorauszahlung fällig gewesen. Das bedeutet, nach Steuern habe ich im Monat März bescheidene 1.923 Euro nach Steuern Gewinn gemacht. Das ist dann das vorläufige Ergebnis. Warum vorläufig? Ja, weil das finale Ergebnis ja erst im Rahmen der Gewinnermittlung einmal im Jahr ermittelt wird. Diese ganze BWA ist ja nur vorläufig. Das bedeutet, dass ich von Januar bis März aufgelaufen 54.543 Euro schon nach Steuergewinn gemacht habe. Und das ist deutlich weniger besorgniserregend. Und in dem Kontext finde ich tatsächlich auch die Prozentsätze neben den Zahlen ganz spannend, weil nur im März ist tatsächlich von meiner Gesamtleistung, also von dem Umsatz plus den Bestandsveränderungen, das ist die Gesamtleistung, das sind 100%, habe ich tatsächlich 0,88% waren tatsächlich nach Steuern mein Gewinn. Das ist natürlich gruselig, wenn ich sage, unter 1% sind mir als Gewinn geblieben. Auf kumulierte Jahressicht sind das dann aber über 8%. Das ist ehrlicherweise immer noch nicht fantastisch, aber doch erheblich besser als unter 1%. Doch wie komme ich eigentlich darauf zu sagen, das ist immer noch nicht fantastisch? Letztendlich sind die Zahlen erstmal so, wie sie sind und
Ob das jetzt ein guter Wert oder ein schlechter Wert ist, ist extrem abhängig von der Branche und von dem Geschäftsmodell des Unternehmens. Also für ein Beratungs- und ein Dienstleistungsunternehmen ist tatsächlich eine Marge nach Steuern von ungefähr 8% ziemlich niedrig. Gute und profitable Beratungsunternehmen haben eine Vorsteuermarge von 25 bis 40% ungefähr. Im Handel und im E-Commerce stehen hier ganz schnell mal auch niedrige einstellige Prozentwerte. Und das macht das Ganze so spannend, weil du jetzt natürlich dich mit anderen Unternehmen aus der Branche vergleichen kannst, aber auch einfach mit dir selbst und dem Vorjahr. Und das sind dann ehrlicherweise auch die Erkenntnisse, die eine BWA wahnsinnig spannend macht. Dass du dir deine BWA von diesem Monat März anschaust und die vergleichst mit der BWA letztes Jahr im März. Und dadurch kannst du ja auch die Entwicklung über ein Jahr hinweg sehen. Weil der unterjährige Vergleich so von März auf April, der ist nicht so aussagekräftig. Aber wenn du tatsächlich mal ein Jahr neben das Vorjahr legst, dann ist das Ganze schon spannend, ob sich die Quoten und die Kostenaufteilung irgendwie verändert hat. Und dadurch wird tatsächlich die BWA dann irgendwann auch zu einem Werkzeug, mit dem du aktiv dein Unternehmen steuern kannst. Wenn du zum Beispiel siehst, oh, meine Werbekosten sind ganz schön hochgegangen im Vergleich zum Vorjahr, vielleicht sollte ich da mal etwas machen. Neben dem Vorjahresvergleich gibt es noch eine zweite Kennzahl, die du dir unbedingt anschauen solltest. Und zwar deine Aufwandsquote. Also in dem Fall 44,36%. Also der Anteil deiner direkten Kosten am Umsatz. Wenn du im letzten Jahr, also beispielsweise 60% deines Umsatzes für Material, Fremdleistung und direkte Personalkosten ausgegeben hast und der Wert jetzt plötzlich auf 70% klettert, dann frisst das deine Marge auf, obwohl dein Umsatz vielleicht sogar stabil war oder sogar leicht angestiegen ist, aber einfach nur langsamer angestiegen ist. Solche Auffälligkeiten sind für dich ein Frühwarnsignal, denn im reinen Gewinn kannst du das unter Umständen gar nicht sehen. Die dritte Kennzahl, die ich mir anschauen würde, sind, ja, wie soll ich sagen, die Anomalien in den Kostenpositionen. Und da helfen die Prozentsätze schon sehr. Also geh einmal die Liste durch mit allen Kostenpositionen und schau nach, ob einzelne Positionen deutlich angestiegen sind. Da kannst du dir zum Beispiel den Einzelmonat im Vergleich zu den Jahreswerten anschauen. Wenn die sonstigen Kosten plötzlich doppelt so hoch sind wie sonst, dann solltest du dir Gedanken machen. Da würde dir dann zum Beispiel auffallen, dass die Reisekosten plötzlich 4.000 Euro sind, obwohl sie normalerweise 800 Euro sind. Das sind genau die Punkte, die du verstehen solltest, weil sich da entweder echte Veränderungen ergeben oder tatsächlich auch einfach nur ein Buchungsfehler. Aber auch den solltest du so schnell wie möglich erkennen, um ihn dann abzustellen und zu beseitigen. Diese drei Kennzahlen, also der Vergleich zum Vorjahr, dann die Kostenstruktur prozentual und ich würde mal sagen, der Anomalienvergleich, also Vergleich von Monatswerten mit Jahreswerten, die sind viel aussagekräftiger als dein Umsatz oder dein Gewinn, weil sie dir viel detaillierter zeigen, wohin sich dein Unternehmen gerade bewegt und wie der aktuelle Stand ist. Und da hast du dann auch die Möglichkeit, gegenzusteuern. Und damit kommen wir zu ein paar Irrtümern oder Denkfehlern von vielen Selbstständigen. Und zwar diese Annahme, dass das, was unten steht, jetzt quasi identisch ist mit deinem Kontostand. Und ich glaube, über das Thema Steuern haben wir gerade schon gesprochen. Das heißt, wenn dir deine BWA am Ende hier einen Gewinn, also Ergebnis vor Steuern von 12.000 Euro zeigt, dann heißt es natürlich nicht, dass du automatisch 12.000 Euro auf dem Konto hast. Das sieht man ja auch hier an diesem Beispiel. In dem März ist es sogar signifikant mehr. Aber grundsätzlich übers Jahr gerechnet, bei einem Durchschnittssteuersatz von 30% musst du dann auf 12.000 Euro Vorsteuergewinn halt 3.600 Euro an das Finanzamt zahlen. Das machst du aber quartalsweise nur alle 3 Monate. Und zweitens, Gewinn ist auch nicht gleich Cash. Das heißt, wenn du einem Kunden eine Rechnung über 10.000 Euro stellst, dann taucht dieser Umsatz, also dieser Betrag in der BWA schon als Umsatz auf, sobald du diese Rechnung gestellt hast. Auf deinem Konto landet das Geld aber dann erst, wenn der Kunde halt überwiesen hat. Und das kann je nach Kunde ein paar Tage, ein paar Wochen oder sogar ein paar Monate dauern. Und drittens gibt es in der BWA auch Positionen, die mit dem Cashflow gar nichts zu tun haben. Vor allen Dingen bei den Abschreibungen. Wenn du jetzt etwas anschaffst, dann ist das Geld weg von deinem Konto. Das heißt, du hast zwar weniger Geld auf dem Konto, aber in den Kosten siehst du es noch nicht 1:1, weil du diese Kosten ja über die Nutzungsdauer abschreiben musst. Auf der anderen Seite, wenn du irgendwann mal Investitionen getätigt hast, dann hast du in diesem Monat vielleicht gar keinen Geldausgang, du hast aber immer noch die Kosten drin, weil ja die Abschreibungen mitlaufen. Das heißt, die Abschreibungen sind erst, sobald das Wirtschaftsgut vollständig abgeschrieben sind, deckungsgleich mit der Liquiditätssituation. Und dadurch fällt auch das Ergebnis der BWA immer mit dem Ergebnis auf dem Bankkonto auseinander. Anderes Beispiel sind zum Beispiel Kredite. Also wenn du einen Kredit hast, dann ist die Tilgung des Kredites zwar ein Geldabfluss, aber es taucht überhaupt nicht in deiner BWA auf.
Deswegen kann man zusammenfassend sagen, eine BWA zeigt deinen wirtschaftlichen Erfolg. Er hat erstmal nichts mit der Liquidität und dem Kontostand zu tun, weil hier steht nichts über offene Forderungen, steht nichts über Verbindlichkeiten, steht nichts über Kredittilgungen, steht relativ wenig darüber, wie viel Abschreibungssubstanz, also wie viel Buchwert deine Investitionen eigentlich noch haben. Das alles zeigt die BWA nicht. Und ich sage um Himmels Willen nicht, dass du nicht deinen Kontostand im Blick haben solltest. Du solltest den Kontostand im Blick haben und deine BWA. Das sind einfach zwei verschiedene Sichten und du solltest beide auf dem Schirm haben. Aber die meisten Selbstständigen gucken halt nur aufs Konto und nie auf die BWA. Das heißt ab jetzt, entweder hast du deine Buchhaltung selbst erledigt und du schließt einen Monat ab oder dein Steuerberater hat einen Monat erledigt und schickt dir die BWA. Dann solltest du dir jeden Monat 3 Fragen stellen. Das ist meistens in 5 Minuten erledigt. Frage Nummer 1. Wie verhält sich der Umsatz diesen Monat im Vergleich zum Monat im Vorjahr? Wachstum, Stagnation oder sogar Rückgang? Zweite Frage. Ist meine Aufwandsquote stabil oder fressen die direkten Kosten plötzlich mehr vom Umsatz als gewohnt? Und Frage Nummer 3. Gibt es einzelne Kostenpositionen, die nach oben oder unten ausschlagen und kann ich mir das erklären? Und wenn du dir diese 3 Fragen jeden Monat ehrlich beantwortest, hast du ehrlicherweise den größten Teil deiner unternehmerischen Herausforderungen in 5 Minuten pro Monat erledigt. Wenn du zu dem ganzen Thema noch Fragen hast oder du dir in deiner BWA ganz andere Dinge anschaust, dann lass es mich gerne unten in den Kommentarbereich wissen. Und wenn dir das Video weitergeholfen hat, dann like dieses Video sehr gerne oder abonniere direkt den Kanal. Übrigens, in unserem Steuerclub findest du auch eine konkrete BWA-Leseanleitung als Vorlage, mit der du jeden Monat deine BWA in 5 Minuten sauber durchgehen kannst und ja, einen Überblick bekommst. Den Link zum Steuerclub findest du unten in der Videobeschreibung, falls du da tiefer einsteigen möchtest. Und wenn du jetzt gar nicht genug vom Thema Steuern und Buchhaltung bekommst, dann schau dir doch einfach ein anderes Video auf diesem Kanal an. Zum Beispiel das hier oder das hier.